Wie spielt man eigentlich Showdown? Das sind die Expertentipps. Wie spielt man Mr. P? Wie spielt man Bull? Wie spielt man Spike? Wie spielt man Crow? Ganz wichtig, vorsichtig und defensiv spielen. Keine Risiken eingehen. Das Wichtigste ist, selbst nicht sterben. Kämpfen, ausweichen, außer ihr seid ganz sicher, dass ihr den Zweikampf gewinnt. Nicht direkt ins Zentrum stürmen, weil ihr dann in ein Sandwich geratet. Stattdessen am Rand entlang spielen. Büsche immer prüfen, ob sich jemand drin versteckt. Vor allem Nahkämpfer verstecken sich gerne in Büschen, da wollt ihr nicht reinlaufen. Und die anderen Spieler stören und ineinander reintreiben. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das sind die Expertentipps für Showdown. Nicht um jede Kiste kämpfen. Nicht sofort in die Mitte rennen. Den eigenen Brawler kennen und welche Gegner ihm unterlegen oder überlegen sind. Keine Gegner mit sehr vielen Power Cubes angreifen. Verwendet nicht alle Schüsse für die Kisten. Seid immer darauf gefasst, dass euch jemand aus dem Hinterhalt angreift. Also immer mindestens einen Schuss aufsparen. Am Anfang, wenn die Map eingezoomt wird, genau aufpassen, wo die Gegner sind. Die Gegner ins Sandwich treiben, aber selbst nicht ins Sandwich geraten. Wenn zwei sich streiten, freut sich nämlich der Dritte. Spät erst in den Kampf eingreifen, am Anfang den Kampf vermeiden. Energy Drinks und Kisten auch als Köder verwenden, um andere Brawler anzulocken, sie also nicht sofort öffnen. Wie spielt man Mr. P in Showdown? Wichtig ist, den Brawler kennen. Mr. P ist ein Distanzkämpfer und er kann über Mauern werfen. Wählt immer die erste Star Power für Showdown. Vorsicht, zerbrechlich. Längere Lebensdauer für den Turm bringt hier gar nichts. Benutzt die Mauern. Mr. P kann über Mauern werfen. Gegner können sich nicht hinter Mauern verstecken. Mr. P trifft sie trotzdem. Benutzt den Turm, wenn ihr angegriffen werdet, um den Gegner abzulenken und seine Schüsse zu blockieren. Benutzt den Turm, um Gegner aufzuspüren. Vor allem gegen den Schluss, wenn nur noch 2 bis 3 Brawler übrig sind. Aber wie immer vorsichtig und defensiv spielen. Den direkten Kampf vermeiden und aus der Distanz stören und die Gegner ineinander treiben. So gewinnt man mit Mr. P. Wie kann man mit Mr. P einen gefährlichen Nahkämpfer schlagen, wie zum Beispiel Daryl oder Bull? Wichtig ist, den direkten Kontakt vermeiden. Versucht sie aus der Distanz zu treffen, weglaufen und verstecken, wenn immer möglich. Allerdings nicht ins Zentrum laufen, um zu vermeiden, dass ihr in ein Sandwich geratet. Benutzt die Mauern, damit sie nicht an euch rankommen. Lauft um die Mauer herum, dass sie euch nicht kriegen. Und trefft sie über die Mauer. Im Idealfall treibt ihr sie direkt ins Verderben durch einen anderen Spieler. Wie spielt man Bull in Showdown? Beide Star Powers sind gut für Bull. Mit der ersten lädt er doppelt so schnell, wenn er in Gefahr ist. Mit der zweiten erhält er ein 30% Schild, wenn er in Gefahr ist. Bull ist einer, wenn nicht der Nahkampf-Brawler, mit dem man tatsächlich aggressiv spielen kann. Holt euch die Kisten so schnell wie möglich. Den meisten Schaden macht er, wenn er ganz nah ist. Also versucht immer zuerst ganz nah an den Gegner ranzukommen, bevor ihr schießt. Genau darum ist er auch der typische Buschcamper. Er versteckt sich und wartet darauf, bis jemand vor die Flinte läuft. Viele haben Angst vor ihm und laufen davon. Nutzt das, um die Gegner ineinander zu treiben. Wie spielt man Spike in Showdown? Falls ihr die Star Power Curveball habt, nehmt unbedingt diese Star Power mit. Damit könnt ihr versteckte Gegner noch besser um die Ecke treffen. Spike hat wenig Gesundheit, macht aber viel Schaden, wenn er nah genug dran ist, dass möglichst viele Nadeln treffen. Am meisten Schaden macht er, wenn er auf einer Box oder auf dem Gegner ist. Steht also auf die Box, um sie möglichst schnell zu öffnen. Seid vorsichtig, er ist langsam und lädt gefühlt sehr langsam nach. Wichtig, die Nadeln vom Schuss fliegen immer genau gleich. Egal von welcher Richtung, wohin ihr schießt. Damit wisst ihr ganz genau, wie ihr schießen müsst, damit ihr um die Ecke trefft. Benutzt seine Reichweite, ladet eure Super und verwendet sie in Notfällen. Wie spielt man Crow in Showdown? Crow ist schnell und hat eine sehr große Reichweite und einen Super Skin. Er hat nicht viel Gesundheit, kann das aber mit großem Schaden gut ausgleichen. Beide Star Powers funktionieren für Crow in Showdown. Die zweite finde ich etwas besser. Da macht Crow bei verletzten Gegnern mehr Schaden. Mit der ersten Star Power machen ihm selbst die Gegner weniger Schaden. Wichtig ist, die große Distanz ausnutzen und die Gegner treiben. Versucht, wenn ihr schießt, nah genug zu sein, um mit allen 3 Nadeln zu treffen.
dann macht er ziemlich Damage. Spart die Super auf für Notfälle, um zu fliehen oder um bereits angeschlagene Gegner zu killen. Die Gegner, vor allem Tanks, unterschätzen Crow oft und den Effekt, dass sie nicht heilen können. Sie laufen ihm danach und werden einfache Beute für Crow. Viel Spaß mit Crow! Welche Brawler sind die stärksten in Solo Showdown? Hier die Statistik der Top-Spieler über alle Showdown-Maps. Am häufigsten gespielt werden Shelly, Daryl, Leon, Crow und Bull. Shooter sind sehr beliebt, aber am erfolgreichsten, das heißt am meisten gewinnen, die Brawler 8-Bit, Carl, Pam, Daryl, Bibi. Diesen Unterschied zwischen häufig gespielt und wer gewinnt häufig, das finde ich recht überraschend. Eine hohe Nutzung und viele Gewinne haben Daryl und Shelly.